Aber es gibt natürlich auch vollwertige, komplette Schablonen. Das habt ihr sicher schon im Internet zuhauf gefunden. Es gibt welche, die sind natürlich komplett so aufgebaut, dass es am Ende ein komplettes Endresultat, ein Endprodukt, ein Endbild gibt quasi. Es gibt Schablonen, die aus ein paar Teilen bestehen. Das ist jetzt zum Beispiel bei der hier der Fall. Und es gibt Schablonen, die zum Beispiel nur aus einem Teil bestehen, wo man dann relativ viel Freihand arbeiten muss. Man kann eigentlich sagen, dass umso weniger Bestandteile, umso mehr Freihand muss man quasi nacharbeiten. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch einfach mal ein Kram ein bisschen in meinem Zeug rum. Habe die etwas ältere Schablonen auch ausgepackt. Ich habe zum Beispiel früher viel mit Schablonen gearbeitet, einfach weil man am Anfang nicht so viel Freihand kann. Das ist ganz normal und auch natürlich. Und ich habe mir gedacht, warum nicht? Ich zeige es euch einfach mal. Und ja, es ist ein ziemlich cooles Endprodukt rausgekommen. Ich finde es eigentlich relativ cool, relativ einfach. Wie gesagt, es hilft eigentlich am Anfang den Anfängern vor allem da ein bisschen besseres Handling hinzukriegen, aber auch ein relativ cooles Endbild. Man muss immer gucken, was man im Airbrush erreichen will und je nachdem nicht zu viele Schablonen auf Dauer benutzen, weil dann verbessert man natürlich die Freihandarbeit nicht so. Das muss einem irgendwie auch bewusst sein. Und dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Supportet mich gerne, das wollte ich noch sagen, indem ihr einfach das Video hier liked, abonniert und die Glocke drückt, das hilft mir sehr. Wenn ihr noch Bock habt, mir einen kleinen Obolus dazulassen für die ganze Arbeit, würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Das könnt ihr gerne über Patreon machen, das habe ich eingerichtet, oder direkt über PayPal. Das blende ich mal hier unten kurz ein, irgendwie die Adresse. Wenn ihr da Bock drauf habt, mich würde es auf jeden Fall freuen. Ist absolut kein Muss, aber wie gesagt, könnt ihr gerne machen. Ansonsten zeige ich euch jetzt einfach mal Step by Step, wie das hier abläuft. Ich lasse es komplett am Stück laufen. Ich schaue mal, wie viel ich dazu dann sage. Wenn es nicht so viel zu sagen gibt, dann lasse ich wieder die Musik laufen und werde dann immer wieder mal ein bisschen einhaken. Ist sicher ganz interessant für den einen oder anderen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ab zum Maltisch und schauen uns das Ganze mal an. So, da sind wir zurück am Maltisch und wir arbeiten diesmal nicht auf einer Leinwand und auch nicht auf einem Kunststoff oder Metall, sondern tatsächlich habe ich noch ein bisschen Airbrush-Papier rumfliegen gehabt. Das ist ein, ja, wie schon heißt, Airbrush-Papier mit 250 Gramm. Ist ein bisschen dicker, da kann man dann eigentlich auch gut drauf kratzen und radieren, aber wie gesagt, ich mache das nicht so gerne, deswegen, ich habe früher viel auf dem Papier gearbeitet und viel geübt und viele Sachen gemacht und bin dann irgendwann eben zu den Leinwänden gewechselt. Und wie wir gerade eben gesehen haben, habe ich kurz mal die 3 Bestandteile der Schablone reingehalten, um mal wieder zurückzukommen. Und wir fangen jetzt eben, bei der Schablone ist das erstmal der Teil 1 hier. Die Schatten, die nehme ich da zuerst, damit ich einmal einen Anhaltspunkt von allem habe. Ich lege da jetzt oben ein bisschen was auf, damit ich da einfach ein bisschen, damit es nicht gleich so schnell wieder rumfliegt. Die Schablone habe ich weiß gar nicht mehr, ich glaube von Amazon. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob es die überhaupt noch gibt. Die war recht günstig, ist auch eher etwas dünner. Aber wie gesagt, für sowas eignet sich das ganz gut mal zum Zeigen. Und da sprühe ich jetzt eben erstmal mit Schwarz das Ganze ein bisschen aus. Auch nicht voll schwarz, sondern erstmal nur, damit ich weiß, wo alles ungefähr liegt. Lebe ich das einmal eher mit so einem Grauton aus, kann man sagen. Aber wie gesagt, ihr wisst ja, ich verdünne meine Farben immer schön mit Wasser und dann sind die smoother. Und genau. Ich fand eben die Idee eigentlich ganz interessant, euch das mal zu zeigen, was man mit Schablonen alles machen kann. Ist am Anfang sicher ganz interessant. Wenn man natürlich vermehrt Freihand arbeiten will, dann ist natürlich auf jeden Fall gescheiter, man nimmt nicht so viel die Freihandschablone. Was quassel ich denn da schon wieder? Jetzt rede ich hier schon wieder irgendeinen Nonsens, Mensch. Wenn man natürlich vermehrt Schablonen benutzt, dann übt man natürlich nicht so stark das Freihand. Darauf wollte ich hinaus. Da haben wir jetzt natürlich an den Kanten links und rechts etwas Overspray.
Ist jetzt aber hier gar nicht so schlimm, weil ich das Ganze nachher, werden wir noch einen schönen Hintergrund basteln. Und der wird es dann wieder einigermaßen überdecken. Deswegen lege ich da jetzt nicht so viel Wert drauf. Wenn ihr da aber natürlich kein Overspray haben wollt oder müsst, dann nehmt ihr natürlich 2 andere Papiere und deckt die seitlich ab oder klebt es ab, je nachdem, damit das einfach geschützt ist. So, jetzt lege ich schon den zweiten Teil der Schablone auf, damit ich einmal die Außenkontur von dem Totenschädel und von dem Motorblock habe. Da werde ich auch nur ganz leicht nachher den Schädel aussprühen und jetzt gleich schon den Motorblock mit Blau, wenn ich mich nicht entsinne. Und dafür nehmen wir natürlich auch wieder das herrliche Candyblau von der Firma Schminke. Das finde ich nämlich eigentlich mittlerweile, finde ich die Candyfarben schon richtig bombig. Und ja, da sieht man Folie am besten immer gut andrücken oder halt mit ein paar kleinen Gewichten beschweren. Ich habe jetzt weder noch gehabt, ehrlich gesagt nicht so die Lust, da jetzt irgendwie was viel Sachen drauf zu legen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache es jetzt einfach mal grob mit dem Finger. Die liegt bis auf vorne eigentlich auch ganz gut an. Ist da jetzt nicht so wild. Und dann geht das schon. Genau, und jetzt brushen wir eben erstmal die vordere Kontur. Da gehe ich minimal drüber, wirklich minimal. Ich will nur kurz die Kontur von dem Ganzen haben, damit ich einfach weiß, wo endet das Kinn, wo fangen die Zähne an und so. Also das dient wirklich nur der Orientierung und deswegen nur hauchdünn aufsprühen. Das ist eigentlich das Wichtige. Da sieht man jetzt einfach, jetzt haben wir schon schön die Außenkante und damit kann man natürlich jetzt schon mal arbeiten. Da hat man schon mal so ein ganzes Ding. Das macht man natürlich jetzt auch noch mit der Rückseite, aber wie gesagt, die färben wir dann natürlich gleich mit unserem transparenten Blau ein, weil wir werden das ganze Metall so ein bisschen bläulich machen. Dann sieht es ein bisschen, hebt sich das Ganze ab und kriegt nochmal so einen metallerischen Look. Man kann es natürlich auch grau in grau machen, aber ich mache das jetzt eben mit dem Blau. Und da ist auch nachher wieder die Menge macht das Geheimnis. Also immer schön langsam arbeiten, Schicht für Schicht. So, da halte ich die Farbe natürlich, weil es auf dem Kopf steht, verkehrt herum rein. Halb so wild, ihr könnt es ja trotzdem lesen. Das ist die Candyblau von der Schminke. Und dann werden wir jetzt das Ganze eben mal einfärben. So, jetzt haben wir das Ganze einmal blau ausgemalt und einmal das Graue vorne. Da haben wir jetzt natürlich diese
dritten Teil der Schablone, den werden wir eher zum Schluss brauchen. Die wollte ich nur einmal kurz im Vorfeld schon zeigen. Damit kann man dann nachher ringsherum arbeiten und versaut nachher das Gearbeitete nicht mehr voll mit Farbe. Und da kann man auch nochmal Konturen und alles setzen. Und jetzt werde ich erstmal anfangen mit dem Totenschädel und da Freihand zu arbeiten. Ich werde da halt jetzt das Ganze aufsprühen und bearbeiten. Da ist natürlich bei so einer Freihandschablone wie der jetzt schon so ein bisschen die Gefahr oder ja, wie soll ich sagen, man sieht relativ schnell, dass das nachher der eine Teil quasi Freihand gearbeitet ist, weil es nachher nicht mehr so mega scharfe Kanten hat wie jetzt dann nachher am Motorblock. Das muss man sich auch klar sein. Oder man lässt es halt einfach so, wie es ist, aber so ist es halt nicht richtig, weil die Schablone natürlich nicht überall durchgehend die Sachen darstellen kann, weil sie natürlich sonst einfach rausfallen würde. Und so verbinde ich jetzt eben verschiedene Elemente dieser Schablone, damit es quasi wieder seine Richtigkeit hat. Und das fällt natürlich auch auf. Das muss einem natürlich auch klar sein. Hier könnte man natürlich auch nachher mit der Freihandschablone viel arbeiten, um das wieder eine härtere Kante zu machen. Aber ich für meinen Teil finde es jetzt nicht so schlimm. Das ist aber auch wieder Geschmackssache. Wir arbeiten jetzt quasi erstmal den Totenschädel mit Freihand schwarz aus. Und ja, ich nehme mir auch teilweise immer hier und da mal ein paar Freiheiten bei so einer Schablone, wenn mir was nicht gefällt. Wie jetzt zum Beispiel das Auge und der Augapfel gefällt mir nachher nicht so, den werde ich dann einfach schwarz ausmalen und dann so ein Leuchten reinbringen. Und genau, da werden wir jetzt eben einfach Freihand arbeiten und das meine ich ja, an solchen Schablonen ist nicht schlecht, da lernt man dann oder trainiert man dann gleichzeitig auch wieder das Freihandarbeiten, was man jetzt bei einer Schablone, die halt komplett ein Bild ergibt, nachher mit 5, 6 Blättern, natürlich hat man das da am Ende nicht mehr. Das muss natürlich klar sein, deswegen finde ich sowas immer nicht verkehrt und vor allem für den Anfang. Wie gesagt, ich habe es oft benutzt zum Üben und zum Rumexperimentieren und genau, da werden wir jetzt einfach mal das Ganze ein bisschen ausmalen und genau.
wenn ihr natürlich anfangs nicht so geübt seid mit dem Freihandarbeiten, auch in so einer Schablone nicht, dann könnt ihr natürlich auch das Ganze mit einem Stift oder mit einem Pinsel oder eben einfach so lassen, wie es ist. Das könnt ihr natürlich auch machen. Das ist natürlich gar kein Muss und gar kein Problem. Wenn ihr danach sonst das Gefühl habt, ihr versaut euch sonst den Rest der Arbeit, dann müsst ihr das natürlich nicht machen. Also ich mache es jetzt einfach nur so, weil ich es halt so schöner finde. Aber das kann man auch machen, wie man möchte. Aber das einfach nur noch mal dazu gesagt. Hier fließt jetzt ein bisschen mehr Zeit in die Detailarbeit für den Schädel als in allem anderen. Aber da hat mich dann irgendwie auch richtig die Lust gepackt, was wieder dran zu machen und hin und her. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt muss ich aufhören, sonst höre ich hier gar nicht mehr auf, an dem rumzufummeln. Und wie gesagt, da könnt ihr euch dann selber Zeit lassen oder so lassen, wie ihr das halt auch möchtet. Und ich bin gerade froh, das neue Mikrofon, das funktioniert hervorragend und gibt endlich mal einen richtig guten Sound ohne Störgeräusche. Das feiere ich gerade mal richtig. Und ich hoffe, ihr hört und merkt das auch und dann ist das eine Win-Win-Situation.
jetzt ist unser Totenschädel so weitestgehend erstmal fertig. Jetzt cover ich das Ganze nochmal ab mit der Schablone, um einmal so ein bisschen schwarzen Overspray von links ein bisschen wegzunehmen, was mir jetzt dann nachher nicht so gefallen hat, weil mir ist noch eine andere Technik eingefallen, die werde ich zum Schluss noch benutzen, um nochmal richtig schöne Kanten zu setzen, weil das Bild doch relativ klar ist, habe ich mir gedacht, das werde ich euch auch noch zeigen. Das ist eine coole Sache, die man mit so einer Schablone, wie man die auch noch nutzen kann. Also man kann die mit mehr Sachen einsetzen, als man manchmal denkt. Das ist eigentlich ganz interessant. Und deswegen sprühe ich das jetzt da nochmal ein bisschen drüber. Am Motorblock selber werde ich nämlich nicht so viel außen werde ich, glaube ich, fast gar nicht Freihand arbeiten, weil ich da eben eine wirklich ganz klare Kante haben möchte. Und so haben wir jetzt eben einmal den Skull jetzt schon relativ fertig. Und klar, aber ich springe immer wieder mal ein bisschen hin und her und arbeite dran. So, jetzt haben wir natürlich, wir färben natürlich oder färben auch öfters dieses Schwarz immer wieder ein. Am Block ist jetzt hier gar nicht so schlimm, weil wir ganz zum Schluss nochmal mit Schwarz einmal alles rausholen. Deswegen macht euch da auch mal keinen Kopf. Aber hier verbinde ich zum Beispiel wieder diesen Kolben oder was das auch mal ist oder diesen Verbindungsschlauch. Da es natürlich durch die Schablone einfach limitiert ist, muss man da halt einfach Freihand arbeiten, um die Details wieder rauszuholen. Und genau, dann sieht das halt gleich schon wieder ganz rund und cool aus. Und dann kann man eben, das meinte ich so mit einer Freihandschablone, dann nochmal Akzente oder Kanten setzen, wenn man das eben möchte, wenn man das halt noch gerade haben will. Aber wie gesagt, ich finde es immer so nicht schlecht. Und dann kann man hier zum Beispiel dann eben auch die Schatten ganz gut setzen. Und also wie gesagt, so eine Freihandschablone ist eigentlich schon fast ein Muss. Das gehört eigentlich, also ich benutze einfach viel, weil durch die Airbrush sind so harte Kanten einfach nicht wirklich ohne Schablone zu machen. Oder es geht schon, aber da muss man sehr nah ran, braucht sehr viel Zeit und Geduld und das ist eigentlich schon die viel coolere Variante und kann ich euch einfach nur empfehlen, legt euch so eine Schablone zu. Die ist auf jeden Fall allemal das Geld wert. Genau, und jetzt setzen wir halt hier nochmal ein paar Schatten und einfach, genau, jetzt arbeiten wir mal hier gekonter. Ist immer so bei einer Schablone, ist natürlich wichtig, dass ihr die immer wieder gerade und richtig auflegt, weil sonst sieht es richtig scheiße aus, wenn die nachher nicht richtig sitzt. Bei der Schablone wäre es sogar oben die Punkte, da könnte man sich dann einen Mark setzen oder so. Oder einen kleinen Punkt hinmachen, damit man den immer wieder auflegen kann auf die gleichen Löcher. Aber das ist jetzt hier nicht notwendig, meiner Meinung nach. Wenn man da ein bisschen Grips hat, dann funktioniert das schon ganz gut. Und genau. Und da fangen wir eben jetzt an mit Schwarz und Weiß wieder Licht und Schatten reinzubringen, um eben die Objekte, die wir immer brushen, immer wieder Plastizität, um das plastischer wirken zu lassen. Heute kriege ich es nicht raus. Bleiben wir einfach beim Standard plastisch, okay. Damit es halt hier plastischer aussieht, brauchen wir halt einfach die Licht und Schatten. Die machen die Bilder immer so schön lebendig, wie ich finde. Und wirken dann nicht so eindimensional. Man könnte den Skull natürlich auch ausbrushen mit Schwarz, mit Farbe, mit ein bisschen Weiß. Aber dann sieht er sehr eindimensional und sehr langweilig aus. Und so kriegt er halt nochmal richtig einen Bums, damit der auch richtig gut aussieht. Und das werden wir jetzt eben einmal hier schön an dem Kolben, an den Rippen da hinten, an dem Auspuff und an allem anderen machen, damit es einfach ein sauberes und ein plastischeres Bild gibt.
hier jetzt nicht wundern, ich habe jetzt natürlich hier sehr großzügig mit dem Weiß für die Lichtquellen, für die Reflexion jetzt über das Schwarz gebrusht. Da keine Sorgen, wir werden jetzt einmal mit einem relativ dunklen Schwarz mal wieder die Details aus den Schatten rausholen. Weil wie wir ja anfangs gebrusht haben, habe ich ja gesagt, wir nehmen relativ leichtes Grau, damit wir erstmal nur Anhaltspunkte haben und es nicht gleich zu krass ist überall. Weil wenn man einmal Vollgas alles schwarz aussprüht, dann hat man oft die Probleme, dass man das nicht mehr so gut korrigieren kann, wenn man das nachher nicht möchte, dass es so stark raussticht, ja. Hier zeige ich euch mal, was ich gemeint habe mit dem Overspray. Wenn ihr das nicht haben wollt oder eben da sauberer arbeiten möchtet, dann legt euch die Papiere dahin. Oder klebt es ab, damit es eben nicht passiert. Das wollte ich einfach nur mal da hier kurz zeigen. Wie gesagt, wir machen nachher noch einen Hintergrund, deswegen ist es da jetzt nicht ganz so wichtig. Und ihr seht, ich brush jetzt auch erstmal nur diese Rippen da hinten aus. Ich weiß gar nicht, was das bei dem Block, was das der Motorblock oder Auspuffblock oder keine Ahnung, was das hier genau ist, darstellen soll. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber die sprühe ich jetzt auch nur die aus und hier unten ein bisschen die Details und nicht gleich alles wieder Vollgas. Wir wollen ja nicht wiederum mit dem Schwarz alles andere überdecken, sondern da, wo ich es für nötig halte, gebe ich halt ein bisschen mehr. Oben halte ich mich jetzt wieder ein bisschen zurück, damit es da mehr nach außen raus scheint und nicht ganz so krass ist. Und et voilà, jetzt sieht das Ganze doch schon ziemlich anders und cool aus. Und dafür sind natürlich Schablonen schon ganz cool, weil man halt einfach relativ on the fly hin und her wechseln kann und dann wieder Sachen ausbessern kann, ohne Probleme. Jetzt setzen wir aber trotzdem nochmal die Dots einzeln da drauf, wo ich es da eben so habe nach außen hinscheinen lassen, damit das Ganze nochmal ein bisschen mehr glänzt. Und dann sieht das schon ziemlich nice aus und hat gleich so ein reflektierendes Touch, einfach so einen glänzigen, und jetzt sieht das gleich wieder ganz anders aus und kommt halt wieder einen runderen Effekt. Auch der Auspuff und das Ganze wirkt jetzt schon viel dreidimensionaler und plastisch wie im Vergleich jetzt zu den unteren Teilen. Und genau so kann man sich dann durch den ganzen Skull arbeiten, bis man halt am Ende zufrieden ist. Und da kann man auch ruhig mehrfach mit den Schablonen hin und her wechseln, bis man eben sagt, so, und jetzt passt es mir. Und das ist schon eigentlich das ganze Geheimnis an der Geschichte. So, und jetzt wende ich eben einen Trick an, den ich euch mal vorhin gemeint habe mit dieser Umrandung, warum ich es da vorne so weiß gebrusht habe. Ich nehme jetzt die Abdeckschablone, setze die aber leicht nach innen versetzt rein, sodass ein bisschen was vom Bild zu sehen ist. Ich nehme die dritten Teil der Schablone und ihr seht schon, ich lasse jetzt hier absichtlich so einen weißen Rand entstehen. Dadurch, dass wir ein bisschen im Bild sind und dadurch hier eben die Begrenzung aufzeigen, erschaffen wir uns eine knackscharfe, super passende Kante. Das werdet ihr jetzt gleich sehen, wenn wir das Ganze abnehmen. Und das passt jetzt besser zu dem ganzen Bild und sieht halt mega gut aus. Kriegen wir Freihand natürlich niemals so hin. Und das sieht halt gleich richtig gut aus. Und so kann man halt sich einfach einen Rand schaffen um das Bild herum. Und es ist so simpel und so schnell, dass schon wieder einfach nur genial ist. Sind so Kleinigkeiten, so kleine Tricks, die man benutzen kann, die es aber am Ende dann halt ausmachen, ob es gut oder schlecht wird.
Und da muss man halt auch mal ein bisschen spielen eben mit dem Ganzen, wie es dann passt. Es wird auch nicht immer 100% passen, weil dafür ist die Schablone ja eigentlich nicht gedacht. Aber man muss halt einfach erfinderisch sein in dem ganzen Hobby und dem ganzen Airbrushen. Da kann man kann so viele Sachen zweckentfremden und Utensilien benutzen und Sachen zum Durchsprühen, um Effekte zu erzeugen. Also da keine Scheu, da müsst ihr einfach nur kreativ sein und dann sieht es halt nachher gleich deutlich besser aus. Und das werden wir eben nachher um den ganzen Skull herum machen, damit wir einmal so eine Durchgänge, weil jetzt habe ich es unten schon angefangen und finde, es sieht sehr gut aus. Und jetzt werden wir das halt einfach schön drumherum durchziehen. Ich habe es hier jetzt einfach noch ein paar Mal gegengecheckt, ob es auch wirklich gut passt. Und wir sehen, es sieht richtig klasse aus. Und dann werde ich das auch nochmal vorne am Gesicht machen. Das ist zwar nachher ein bisschen unharmonisch zu dem inneren Teil, zu dem ganzen Freihand, aber sei es drum, mir gefällt es trotzdem. Hier vorne wird es jetzt natürlich ein bisschen einen größeren Impact, glaube ich, haben, weil es da einfach der Kontrast noch ein bisschen krasser ist wie hinten. Und da seht ihr einfach ein bisschen mit der Abdeckschablone in das Bild hineingehen und mit der ein bisschen draußen bleiben. Und schon hat man eine sehr coole, perfekt sitzende Kante. Und ja, so kann man sowas machen und das ist eigentlich schon ziemlich cool. Und das Ergebnis spricht natürlich auch für sich. Und dann passt das nämlich gleich bombig. Et voilà, haben wir eine super passende Kante. Und es wird schon immer besser und besser. Und jetzt kommen nur noch die ganzen Kleinigkeiten und Feintuning, wie ich so schön sage. Und da sind wir auch schon fast fertig.
So, jetzt haben wir unsere ganze Feinarbeit hinter uns. Die ganzen Spiegel- und Lichteffekte drin. Die Schatten und dunklen Seiten. Das sieht schon ziemlich geil aus. Jetzt werden wir noch hier so ein paar Schatten anbringen, damit es ein bisschen aussieht, als würde sich das Ganze von dem Papier eben oder vom Untergrund eben ein bisschen abheben. Den Effekt finde ich immer ganz cool. Da muss man sich halt nur für eine Lichtquellenseite entscheiden. Für mich war es jetzt quasi die von oben links. Und dann erzeugt natürlich nach hinten rechts alles weggehend die Schatten. Und ja, das finde ich immer einen ganz coolen Effekt, um das Ganze noch ein bisschen noch plastischer aussehen zu lassen. Damit ich es halt schon zum 10. Mal gesagt habe. Aber es ist halt einfach so. Was soll ich sagen? Genau. Jetzt hier noch ein bisschen so die Feinheiten. Das Auge, wie ihr gesehen habt, das habe ich natürlich jetzt auch ein bisschen mit Orange eingefärbt. Und das so ein bisschen zum Leuchten gebracht. Und zu den Schatten, da werde ich nachher nochmal die Abdeckschablone nachher gleich drauflegen und nochmal den Rand ein bisschen ansprühen, damit es nicht zu sehr reinnebelt. Ich dachte, ich kann es so freihand lassen, aber es hat mir dann nachher nicht so gefallen, deswegen werde ich das auf jeden Fall nochmal korrigieren. Ja, aber es sieht schon ziemlich cool aus, finde ich. Das hat schon einen sehr, sehr coolen Look, wenn man sowas natürlich irgendwo auf dem Motorrad oder weiß der Geier wo drauf macht oder ja, man hat eigentlich damit auch wieder alle Möglichkeiten. Airbrushen kann man so ziemlich auf allem. Es gibt kaum was, auf was man nicht airbrushen kann. Auf Stoff, auf Kunststoff, auf Metall, auf Leinen, auf einfach alle möglichen. Wenn man die Untergründe immer gut oder dem Untergrund entsprechend die Sachen anpasst, ist das eigentlich gar kein Thema. Und jetzt werden wir eben noch einen Hintergrund gestalten, damit es auch noch nachher ein sauberes Bild ergibt, damit es noch ein Abschluss ist und nicht nur einfach die Schablone. Da werde ich dann mir eine andere Freihandschablone zur Hand nehmen. Das habe ich mir gedacht, die zeige ich euch auch mal. Die benutze ich auch mal hin und wieder mal, um gewisse Effekte zu erzeugen. Die ist eigentlich auch ziemlich cool. Und da nehmen wir dann halt am Ende wieder die Abdeckschablone für unseren Skull, um den einfach auch zu schützen, damit wir den jetzt nachher nicht wieder einnebeln. Kommt die dann zum Einsatz. Da habe ich jetzt viel rumgefummelt, deswegen hier ein kleiner Schnitt. Dafür nehmen wir hier wieder die schön auf dem Kopf stehende Total Cover Farbe. Die finde ich für solche Bereiche halt immer ziemlich cool. Und da schon mal so eine Freihandschablone, so einen komischen, zerfetzten, organischen Look hat das Dingens. Sieht irgendwie ganz cool aus, nehme ich immer wieder mal für verschiedene Effekte eben. Und das meine ich eben mal, man darf sich da ruhig Hilfsmittel oder sollte auch Hilfsmittel nehmen, um das Ganze einfach rund wirken zu lassen. Und genau, da erzeugen wir jetzt einfach mal eine Hintergrundstruktur, damit es nicht zu langweilig weiß aussieht. Und da sind ja sowieso den Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Da könnt ihr alles Mögliche machen, auf was ihr so Bock habt. Probiert auch gerne mal verschiedene Textilien aus und brusht die einfach mal durch und schaut euch mal an, was die für Effekte erzeugen. Ja, vielleicht kann ich da auch mal ein Video zu machen, je nachdem. Muss ich mal schauen, wie sich das Ganze so zeitlich ausgeht. Aber wie gesagt, da werden wir jetzt einmal einen schönen Hintergrund ausarbeiten.
So, und da sind wir auch schon fertig mit dem Ganzen. Ich habe es am Ende nur noch die Kleber links und rechts weggenommen, auf das ich das Papier auf den Untergrund geklebt habe, und habe das nochmal ein bisschen mit Schwarz dann ringsherum eingenebelt, aber sonst habe ich auch nichts mehr daran gemacht. Da haben wir auf jeden Fall unser fertiges Bild. Ich finde, das ist für so eine schnelle Arbeit mal schon ein sehr cooles Endbild geworden. Kann man auf jeden Fall lassen. Ist natürlich für Anfänger eine super Sache, um gleich mal was vorzeigen zu können, zu sagen, hey, guck mal, das kann ich schon, das habe ich schon mit der Airbrush drauf. Und ja, wie gesagt, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, lasst es mich gerne wissen, schreibt es in die Kommentare. In diesem Sinne noch ein schönes Airbrushen. So, ihr habt jetzt gesehen, wie das Ganze funktioniert. Es ist gar kein so ein großes Hexenwerk, wie man so schön sagt, sondern eigentlich recht cool. Man kann die Schablonen gut einsetzen für verschiedene Projekte, für verschiedene Sachen. Man muss halt, wie gesagt, einfach schauen, was möchte man machen. Es bietet sich natürlich bei manchen Schablonen an, die zu kaufen, wenn man die vermehrt oder öfters dasselbe Bild macht oder so. Also wie gesagt, das ist alles eine Sache der Anwendung. Aber ich fand es ziemlich cool. Lasst es mich gerne wissen, wenn ihr noch mehr solche Arbeiten sehen wollt mit Schablonen. Einfach, vielleicht hilft es euch, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr davon ein bisschen mehr sehen möchtet. Ich habe noch einen Haufen Schablonen. Ich habe auch noch welche, die zum Beispiel ein ganzes Bild nachher ergibt. Ich habe noch welche, die nur aus einzelnen besteht. Da kann ich euch auf jeden Fall noch mehr zeigen. Aber wie gesagt, lasst es mich einfach mal wissen. Das hier war jetzt einfach mal so ein kleines Projekt, wo ich mir gedacht habe, das gönne ich mir jetzt einfach mal für euch. Und genau, wie gesagt, unterstützt mich gerne, liken, abonnieren, ihr wisst ja, und supportet mich auch gerne, wie anfangs schon erwähnt, über Patreon oder PayPal, das wäre auch ziemlich nice. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß beim Airbrushen und reingehauen.